Hallo und herzlich willkommen zu German for Beginners. Heute sprechen wir über ein Thema, das fast jeder Deutschlernende irgendwann hasst und gleichzeitig jeden Tag braucht. Die deutschen Artikel. Der, die, das. Warum hat dieses Wort der, das andere die und dann plötzlich das? Gibt es überhaupt Regeln oder ist das einfach verrückt? Wenn du das schon mal gedacht hast, bleib unbedingt dran. Denn heute bekommst du keinen langweiligen Grammatikunterricht, sondern den einfachen Weg, wie du Artikel wirklich verstehst. Und zwar so, dass sie sich natürlich anfühlen. Natürlich ist auch Lena wieder hier. Hallo Lena. Hallo Frank. Hallo an alle, die zuhören. Ja, Artikel. Ich glaube, das ist das deutsche Thema Nummer 1. Ich höre ständig Sätze wie: Ich verstehe alles, außer der, die, das. Aber weißt du, was das Lustige ist? Die meisten machen Artikel komplizierter, weil sie versuchen, sie zu verstehen, statt sie zu spüren. Das klingt spannend. Aber was meinst du genau mit spüren? Ich meine, viele denken, Artikel sind rein grammatisch, also Regeln, Tabellen, Ausnahmen. Aber Sprache ist nicht Mathematik. Sprache ist Klang, Gefühl, Musik. Wenn du Deutsch hörst, merkst du schnell, dass der, die und das nicht nur Worte sind, sondern Töne mit einer bestimmten Energie. Der klingt stark, klar, fest. Die klingt weich, hell, freundlich. Das klingt ruhig, neutral, sachlich. Wenn du sagst, der Tisch, das fühlt sich stabil an. Die Lampe, sanft, leuchtend. Das Haus, neutral, groß, sicher. Natürlich ist das kein Grammatiktrick, aber es hilft deinem Gehirn, Artikel nicht nur zu merken, sondern zu fühlen. Das ist eigentlich ein richtig schöner Gedanke. Also wenn ich ein neues Wort höre, soll ich mich nicht nur auf die Regel konzentrieren, sondern auch auf den Klang? Ganz genau. Ich sage meinen Schülern immer, Artikel sind Farben. Stell dir vor, der ist blau, die ist rot, das ist gelb. Wenn du ein neues Wort lernst, male es in deinem Kopf an. Zum Beispiel der Tisch, blau, die Lampe, rot, das Haus, gelb. So verbindest du Klang, Gefühl und Erinnerung. Und das bleibt. Das ist eine gute Idee. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Wollen wir mal ausprobieren, ob unsere Hörer schon ein Gefühl dafür haben? Sehr gerne. Okay, ich sage ein Wort und du sagst den richtigen Artikel. Und alle, die zuhören, dürfen mitraten. Erstes Wort: Auto. Das Auto. Viele Wörter auf O sind neutral. Zweites Wort: Lampe. Die Lampe. Fast alle Wörter, die auf E enden, sind feminin. Drittes Wort: Stuhl. Der Stuhl. Ein festes Ding, männlich in der Struktur und deshalb der. Viertes Wort: Fenster. Das Fenster. Wieder neutral, weil es ein Objekt ist. Kein Lebewesen, kein Mensch. Und fünftes Wort: Katze. Die Katze. Viele Tiere mit E am Ende sind weiblich, aber nicht alle. Zum Beispiel der Hund, das Pferd. Es gibt immer Ausnahmen, aber auch Muster. Also man kann sagen, Deutsch hat keine festen Regeln, aber es hat Rhythmen, die man mit der Zeit hört. Ja, und darum ist es so wichtig, Wörter laut zu sagen. Wenn du nur liest, lernst du mit den Augen, aber wenn du sprichst, lernst du mit deinem ganzen Körper. Das erinnert mich an Musiker. Die sagen oft, man kann Noten nicht nur sehen, man muss sie fühlen. So ist es auch mit Sprache auch. Ganz genau. Und weil wir schon beim Fühlen sind, lass uns mal über ein und eine sprechen. Oh ja, die ewige Verwirrung. Viele sagen einfach überall ein. Ja, stimmt. Ich höre oft Sätze wie: Ich habe eine Lampe. Aber richtig ist: Ich habe eine Lampe. Das ist eigentlich ganz einfach. Der wird zu ein, die wird zu eine, das wird zu ein. Also,
Der Tisch wird zu ein Tisch. Die Lampe wird zu eine Lampe. Das Haus wird zu ein Haus. Klingt logisch, aber warum fällt es trotzdem so vielen schwer? Weil sie das Wort ohne Artikel lernen. Wenn du nur Lampe lernst, speichert dein Gehirn keine Informationen über ihr Geschlecht. Und wenn du dann sprechen willst, musst du raten. Aber wenn du immer die Lampe sagst, dann weiß dein Gehirn automatisch, dass dazu auch eine Lampe gehört. Darum sage ich, lerne Wörter immer komplett. Nicht Tisch, sondern der Tisch. Nicht Haus, sondern das Haus. Nicht Lampe, sondern die Lampe. Also quasi wie der Vor- und Nachname eines Wortes. Ja, oder wie ein Freund mit Nachnamen. Du sagst ja nicht einfach nur Peter, wenn 10 Leute Peter heißen. Du sagst Peter Schmidt. So weißt du, welcher gemeint ist. Der Artikel ist wie der Nachname eines Wortes. Das ist ein super Bild. Ich glaube, viele Hörer werden sich das merken. Wollen wir mal ein paar Beispielsätze machen, damit man das in echten Situationen hört? Sehr gerne. Ich sage den Satz, du wiederholst und die Zuhörer können laut mitsprechen. Alles klar. Ich sehe ein Haus. Ich sehe ein Haus. Ich kaufe eine Lampe. Ich kaufe eine Lampe. Ich brauche einen Stuhl. Ah, einen Stuhl. Weil der Stuhl im Akkusativ den Stuhl wird und bei unbestimmten Artikel einen. Richtig. Aber keine Sorge. Du musst das alles nicht sofort wissen. Hör einfach, wie es klingt. Wenn du oft genug sprichst, merkt dein Ohr, was richtig klingt. Und dein Gehirn folgt automatisch. Ich finde, das ist der beste Rat überhaupt. Man lernt Grammatik mit dem Ohr, nicht mit Tabellen. Genau. Viele denken, sie brauchen perfekte Grammatik, bevor sie sprechen. Aber das ist falsch. Du brauchst Mut, nicht Perfektion. Wenn du sagst, ich sehe ein Haus und es wäre theoretisch falsch, egal, du sprichst. Und das ist Lernen. Das erinnert mich an etwas, das du mal gesagt hast. Fehler sind Freunde. Ja, absolut. Fehler sind kleine Lehrer. Sie zeigen dir, wo du noch üben kannst. Aber sie bedeuten auch, du tust etwas. Wenn du nie Fehler machst, machst du wahrscheinlich gar nichts. Das stimmt. Und ich glaube, das gilt besonders für Artikel. Denn niemand lernt sie perfekt. Man gewöhnt sich an sie. Ja, Artikel sind wie Freunde. Am Anfang kennst du sie kaum, dann siehst du sie jeden Tag und irgendwann weißt du automatisch, wie sie heißen. Das ist schön gesagt. Ich glaube, viele Zuhörer werden jetzt schon entspannter sein. Ich hoffe es, denn die Wahrheit ist, Artikel sind kein Hindernis, sie sind Orientierung. Sie zeigen, wo du im Satz stehst, wer handelt, wen betrifft es und wem gehört etwas. Wenn du das verstehst, verstehst du, wie Deutsch denkt. Das ist ein toller Satz. Artikel zeigen, wie Deutsch denkt. Den sollten wir fast auf ein T-Shirt drucken. Oder auf eine Tasse. Aber ja, das ist der Kern. Wenn du Artikel lernst, lernst du, wie sich Deutsch bewegt. Also, Artikel zeigen, wie Deutsch denkt. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Ja, gerne. Im Deutschen ist der Artikel wie ein kleiner Wegweiser. Er sagt dir, was das Substantiv im Satz gerade macht. Zum Beispiel, der Mann sieht den Hund. Hier zeigt der, dass der Mann die Handlung macht. Den zeigt, dass der Hund die Handlung bekommt. Wenn du also den Artikel verstehst, verstehst du die Richtung im Satz. Das heißt, Artikel sind wie kleine Pfeile im Satz. Genau. Sie zeigen dir, wer handelt, wen betrifft es und wem gehört etwas. Der Mann gibt dem Kind das Buch. 3 Artikel, 3 Informationen. Der Mann, Subjekt, der Handelnde. Dem Kind, Dativ, Empfänger. Das Buch, Akkusativ, das, was gegeben wird.
Das glaube ich, wenn man das so hört, klingt Deutsch gar nicht so kompliziert. Es ist eigentlich ziemlich logisch. Ja, aber nur, wenn man es hört. Wenn man es versucht, mit Tabellen zu lernen, wird es abstrakt. Aber wenn du sagst, ich gebe dem Kind das Buch, ich zeige dem Mann den Weg, ich schicke der Frau eine Nachricht, dann hörst du, wie sich die Wörter verändern und dein Gehirn versteht den Rhythmus. Das erinnert mich ein bisschen an Musik. Wenn man lange genug ein Lied spielt, weiß man irgendwann automatisch, wann der Ton kommt, ohne über Noten nachzudenken. Ja, genau so. Artikel sind wie Begleitmusik. Am Anfang musst du zuhören, später spielst du mit. Das ist ein schönes Bild. Aber jetzt würde ich gern noch mal über ein und eine sprechen, denn das verwirrt viele. Vor allem, wenn es um Verneinungen geht, also kein und keine. Oh ja, sehr gutes Thema. Viele sagen zum Beispiel, ich habe nicht Auto. Aber richtig ist, ich habe kein Auto. Das ist ein häufiger Fehler, weil im Deutschen die Verneinung bei Substantiven mit kein kommt, nicht mit nicht. Also, wenn ich ein Substantiv habe, nehme ich kein oder keine. Nicht. Richtig? Richtig. Und es funktioniert genauso wie ein und eine. Der, das bleibt kein. Die bleibt keine. Beispiele: Ich habe kein Auto. Ich habe keine Lampe. Ich habe keinen Stuhl. Man hört, dass sich der Artikel wieder verändert, wenn sich der Fall verändert. Also Akkusativ einen, keinen. Ich glaube, hier hilft es wirklich, laut zu üben. Weil wenn man es nur liest, merkt man diese kleinen Unterschiede gar nicht. Absolut. Ich lasse meine Schüler oft kleine Mini-Dialoge sprechen. Zum Beispiel A: Hast du ein Auto? B: Nein, ich habe kein Auto. A: Hast du eine Lampe? B: Ja, ich habe eine Lampe. A: Brauchst du einen Stuhl? B: Ja, ich brauche einen Stuhl. Solche kleinen Sätze trainieren Ohr und Zunge gleichzeitig. Das ist gut, weil man gleichzeitig hört, wie sich der Artikel verändert. Und das Schöne ist, man kann das allein üben, sogar laut im Auto. Ja, oder beim Spazierengehen. Ich sage immer, sprich mit dir selbst, aber auf Deutsch. Das ist kein Zeichen von Verrücktheit, sondern von Motivation. Das stimmt. Ich mache das manchmal auch, wenn ich eine neue Sprache lerne. Ich sage Dinge wie: Das ist ein Baum, das ist eine Bank, das ist ein Hund. Und irgendwann fühlt sich das total normal an. Genau das ist der Punkt. Sprache wird erst natürlich, wenn du sie nicht mehr im Kopf übersetzt, sondern einfach benutzt. Und wie lange dauert das? Also bis man Artikel wirklich automatisch richtig sagt? Das ist unterschiedlich. Aber wenn du jeden Tag nur 5 bis 10 Minuten laut sprichst, passiert nach 2-3 Wochen etwas Spannendes. Dein Gehirn hört sich selbst und plötzlich korrigierst du dich automatisch. Zum Beispiel sagst du die Auto und merkst sofort, dass es falsch klingt. Das ist ein gutes Zeichen. Dein Gehirn hat den Rhythmus verstanden. Das ist ja fast wie beim Singen. Wenn man lange genug ein Lied übt, merkt man sofort, wenn man den falschen Ton trifft. Genau. Darum sage ich immer, mach Artikel zu Musik. Sprich sie rhythmisch, wiederhole sie laut, mach sie lebendig. Zum Beispiel der Tisch, die Lampe, das Haus. Wie ein kleiner Reim. Oder ein Tisch, eine Lampe, ein Haus. Wiederhole es wie ein Lied. So speichert dein Gehirn die Struktur automatisch. Ich mag das, weil es so leicht klingt. Man kann fast spielerisch lernen. Ja, und Lernen darf leicht sein. Viele denken, sie müssen sich quälen, um besser zu werden. Aber das stimmt nicht. Dein Gehirn liebt Wiederholung, aber nur, wenn sie angenehm ist. Darum funktionieren Musik, Farben und Emotionen so gut. Das heißt, man soll sich beim Lernen gut fühlen, nicht gestresst. Genau. Wenn du dich gestresst fühlst, macht dein Gehirn zu. Wenn du dich entspannt fühlst, macht es auf. Darum ist es auch wichtig, Artikel nicht als Feinde zu sehen, sondern als kleine Freunde,
die dir zeigen, wo du bist. Ich finde, das ist eigentlich die perfekte Einstellung. Man kann Deutsch nur verstehen, wenn man sich traut, Fehler zu machen. Ja, und weißt du, was spannend ist? Wenn du Artikel richtig benutzt, klingst du automatisch sicherer, auch wenn du nur einfache Sätze sagst. Wenn jemand sagt, ich habe eine Lampe, klingt das komplett. Aber ich habe Lampe klingt, als fehle etwas. Und das hören Muttersprachler sofort. Das stimmt. Ich habe das bei meinen Schülern auch gemerkt. Sie machen grammatisch kleine Fehler, aber wenn der Artikel stimmt, wirkt der ganze Satz viel besser. Ja, das ist wie beim Lied, wo ein Instrument leicht verstimmt ist. Es fällt nicht sofort auf, aber es stört den Klang. Wenn du den Artikel richtig triffst, klingt dein Deutsch harmonisch. Das ist schön formuliert. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Mini-Challenge für alle, die zuhören. Sehr gerne. Also, hier kommt deine Aufgabe. Sag laut 5 Sätze mit Artikeln. Ganz einfache Dinge aus deinem Alltag. Zum Beispiel, das ist ein Tisch. Das ist eine Lampe. Das ist ein Bett. Das ist ein Fenster. Das ist eine Tasche. Wenn du möchtest, kannst du die Sätze auch aufschreiben. Und dann schreibe in die Kommentare, mein Lieblingssatz war... Ja, das ist perfekt. Denn Schreiben hilft, das Gelernte zu festigen. Und wer kommentiert, trainiert nicht nur Deutsch, sondern auch Selbstvertrauen. Und wir lesen die Kommentare wirklich. Jeder einzelne zeigt, dass du aktiv lernst. Und das ist das Wichtigste. Ich würde sagen, wir fassen nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Ja, gute Idee. Erstens, lerne jedes Wort mit Artikel, nie ohne. Zweitens, verknüpfe die Artikel mit Farben oder Bildern. So bleibt das Wort länger im Gedächtnis. Drittens, sprich laut. Dein Ohr ist dein Lehrer. Viertens, mach Fehler. Sie sind Teil des Lernens. Und fünftens, hab Geduld. Sprache wächst nicht an einem Tag, sondern jeden Tag ein kleines Stück. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das gilt nicht nur für Deutsch, sondern für alles im Leben. Ja, das stimmt. Manchmal ist es gar nicht der Artikel, der uns aufhält, sondern die Angst, nicht perfekt zu sein. Aber wer mutig spricht, lernt doppelt so schnell. Das ist ein wunderbarer Gedanke, um diese Folge zu beenden. Danke, Lena, für diese ruhige und motivierende Stunde. Danke dir, Frank. Und danke an alle, die zugehört haben. Wenn du heute nur einen Artikel richtig gesagt hast, bist du schon besser als gestern. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere German for Beginners, gib uns ein Like und teile das Video mit jemandem, der auch Deutsch lernt. Und vergiss nicht, du schaffst das. Bis bald.